Es gibt Dinge, die will man nicht hören oder am liebsten ignorieren. Für den einen ist es dieses Video, für den anderen zählt Fortnite dazu. Das Spiel ist omnipräsent und erzielt Milliarden Gewinne. Es sorgt dafür, dass andere Spielehersteller dem Battle Royale Trend nacheifern oder den so erfolgreichen Battle Pass in ihr Spiel integrieren. Viele lieben Fortnite, andere sind von dem Hype genervt. Doch manche Eltern können es aus anderen Gründen nicht mehr hören. Ihre Kinder wollen nur noch Fortnite spielen. Online-Spielsucht ist ein reales Problem und wurde von der WHO letztes Jahr als Krankheit anerkannt. Fortnite macht einem den Einstieg leicht. Es ist auf jeder Plattform verfügbar und zudem kostenlos. Das Spiel ist auch für Kinder leicht erlernbar, aber schwer zu meistern. Je nachdem, wo man schaut, ist es ab 16 oder 12. Durch die comichafte Grafik und sehr begrenzte Gewaltdarstellung spielen es aber auch oft viel jüngere Kinder. In manchen Altersgruppen hat das Spiel einen hohen Stellenwert. Kinder und Jugendliche messen sich mit ihren Erfolgen im Spiel oder besonderen freigeschalteten Items. Manche spielen einfach nur sehr viel, andere versenken auch noch ihr ganzes Taschengeld im Spiel. Denn man kann in Fortnite selbst reichlich Geld ausgeben. Positiv zu erwähnen ist jedoch, dass sich Ingame-Käufe nicht auf das Spiel selbst auswirken, sondern nur kosmetischer Natur sind. So kann man sich keinen Vorteil erkaufen. Wir reden hier also nicht von Pay to Win, sondern Play to Win. Und das tun einige eben exzessiv. Aber wie man nicht zum Alkoholsüchtigen wird, weil man Bier trinkt, so wird man auch nicht Fortnite-süchtig, nur weil man Fortnite spielt. Und ist man eigentlich gleich süchtig, nur weil man viel spielt? Nein, so einfach ist es nicht. Spielsucht beginnt dort, wo andere wichtige Aspekte des Lebens stark vernachlässigt werden und sich alles nur noch um das eine Thema dreht. Ähnlich wie bei der Glücksspielsucht trifft es oft Menschen, die grundsätzlich suchtanfällig sind und emotionale oder soziale Probleme haben. Eltern sind hier natürlich in der Verantwortung, darauf zu achten, was ihr Kind spielt, wie viel es spielt und wie es auf das Spiel reagiert. Kommt das Kind in der Schule noch gut mit? Schafft es noch alle seine Pflichten? Gibt es noch andere körperliche Aktivitäten und regelmäßigen Kontakt zu Freunden außerhalb des Spiels? Wenn ihr euch diese Fragen stellt, solltet ihr aber auch daran denken, dass Kinder und Jugendliche bestimmte Phasen durchmachen und dass Videospiele auch ein schöner Ausgleich sein können und einfach mehr Spaß machen, als im Haushalt zu helfen. Ich werde hier keine Empfehlung in täglich akzeptablen Spielstunden abgeben. Kinder sind zu unterschiedlich. Ich bin aber der Ansicht, dass man ein liebgewonnenes Hobby nicht zu sehr einschränken sollte, wenn alles andere im Leben gut läuft. Was Eltern außerdem meiner Ansicht nach über das Hobby ihrer Kinder wissen sollten, habe ich bereits in 2 Videos zusammengetragen, die jetzt oben verlinkt sind. Es geht hier also nicht darum, einem Spiel die Schuld zu geben. Statt Fortnite könnte es auch League of Legends, World of Warcraft oder auch FIFA sein. Aber Fortnite ist nun mal aktuell bei uns am populärsten, sodass sich hier die Suchtfälle häufen. Ich würde mir wünschen, dass wir offen mit der Problematik umgehen und uns dabei gegenseitig helfen. Vor allem sollten wir denen, die tatsächlich ein Problem mit Videospielsucht haben, Verständnis und Empathie entgegenbringen. Versuchen sie wieder für andere Dinge zu begeistern und ihnen helfen, da rauszukommen. Denn einfach nur „Hör auf zu spielen" zu sagen, reicht natürlich nicht. Um Sucht allgemein besser zu verstehen, empfehle ich euch noch das Video von Kurzgesagt, das ich jetzt verlinkt habe. Und noch eine persönliche Nachricht an alle, die wirklich nur Fortnite spielen. Auch wenn es sicherlich ein gutes Spiel ist, das eine Menge Spaß bietet, gibt es noch so viele tolle andere Spiele zu entdecken. Stöbert mal in diesem Kanal und gebt anderen Titeln eine Chance. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!